Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und ich berichte mal wieder von einem großen Fahrtreffen in Spur 1 im Münchner Osten. Wir haben den 1. September 2023 und heute ist mal wieder ganz groß aufgebaut. Normalerweise ist das Fahrtreffen ja relativ klein, alle 2 Monate am ersten Freitag im Monat. Im ungeraden Monat findet das statt, da ist dann dieser Bahnhof aufgebaut. Den zeige ich jetzt hier auch mal und das ist dann als Oval, das in diesem Hallenbereich stattfindet und aufgebaut ist. Und hier sieht man noch das Reiterstellwerk und ich zeige jetzt mal heute zunächst, bevor wir dann Fahrzeuge zeigen, einfach nochmal die Anlage in aller Ruhe. Es ist auch noch etwas ruhiger in der Halle, noch fahren nicht viele Züge und das wollen wir jetzt hier einfach mal ausnutzen und deshalb zeige ich das jetzt auch hier mal. Hier ist ein kleines Betriebswerk, das wir auch auf den Stammtischen schon gesehen haben. Und dann ist dieser Teil, der beim letzten Großtreffen Anfang September stattgefunden hat, 2022, auch wieder aufgebaut. Das ist hier der Augsburger Bahnhof, der nachgebildet wird und der immer noch ein bisschen im Bau ist. Hier sieht man schon die 5 Bahnsteige und die 9 Durchfahrtsgleise. Die Bahnsteige sind 12,80 Meter lang und im Hintergrund sieht man das Betriebswerk von Augsburg. Das schauen wir uns auch gleich aus der Nähe an. Und insgesamt hat diese Anlage einen zweigleisigen Durchfahrtsstrang mit mehr als 100 Meter Länge und es sind mehr als 100 Weichenheuer aufgebaut und die Modulanzahl dürfte auch weit mehr als 100 sein. Die Module lassen sich verpacken. Sieht man dann hier diese Modulschränke in Schubladen, die dann per Gabelstapler wegtransportiert werden können. Und das ist dann eben auch nötig, wenn man das eben platzsparend einpacken muss. Jetzt sehen wir hier mal kurz einen Zug vorbeikommen und dann kann ich wieder ein bisschen weiter erzählen. Das ist der Einfahrtsbereich für den Augsburger Bahnhof mit einer Hosenträgerkombination mit insgesamt 6 Kreuzungsweichen, Doppelkreuzungsweichen. Dann gibt es hier noch einen großen Abstellbereich, Güterzugbereich, Betriebswerkvorbereich, der hier auch einige Gleise hat, damit hier Züge schon vorbereitet werden können. Dann haben wir hier das Herzstück, Digitalherzstück, das hier vorbereitet ist. Es ist hier einerseits eine Central Station 3 im Einsatz und ein großer Monitor, auf dem man gut den Überblick hat über die ganzen Weichen. Und dann haben wir hier noch eine Central Station 2, die im Einsatz ist, die hier angeschlossen ist an der Anlage, die aber auch eine Datenbank hat, die normalerweise hier bei den Fahrtreffen immer gefahren wird. Dann gefahren wird mit Tablets, teilweise mit der App, teilweise mit einer Web-Oberfläche. Und da ist eben dann auch die Möglichkeit, dass die Leute, die hier ihre eigenen Züge mitbringen, ihre Züge einfach begleiten können. Das ist jetzt hier der Augsburger Bahnhof. Die Bahnsteige werden irgendwann dann sicher auch mal schöner werden und momentan sind sie halt noch sehr provisorisch. Der Augsburger Bahnhof hat wie im Vorbild 5 Bahnsteige und hat insgesamt 9 Durchfahrtsgleise und einige Stumpfgleise für Loks oder für kurze Nahverkehrszüge oder sonstiges, bei denen man auch abstellen kann. Das Gebäude des Augsburger Bahnhofs ist auch mehr als 3 Meter lang. Das haben wir auch schon in einigen Fahrtreffen-Videos gezeigt. Ich zeige es heute einfach noch mal ein bisschen aus der Nähe, damit man mal wieder ein bisschen die Details sehen kann. Das ist hier doch mit sehr viel Liebe gebaut worden und teilweise schon bestückt. Momentan hier noch relativ wenig Leute, aber ich bin mir sicher, da werden irgendwann mal viel mehr Leute noch am Bahnhof sein, damit der richtig belebt wird. Dann schauen wir uns hier in dem Bereich das Betriebswerk an, das auch dem Augsburger Bahnhof nachempfunden ist
und relativ detailliert so sein soll, natürlich noch im Bau ist, ist es auch auf der ganzen Anlage noch keine Oberleitung. Ich werde immer wieder gefragt, warum keine Oberleitung. Es ist eine Modulanlage. Es macht halt viel Arbeit mit der Oberleitung, bis das soweit ist. Aber irgendwann wird das sicher auch noch der Fall sein, dass die Module dann mit einer richtigen Oberleitung ausgestattet sein werden. Momentan sind sie halt noch nicht. Ich habe mir sagen lassen, auch das Betriebswerk mit dem großen Ringlockschuppen soll irgendwann mal elektrisch werden mit Oberleitung. Der Ringlockschuppen hat hier 30 Stände, weil er modular eben auch zusammengelegt werden kann und auseinandergenommen werden kann. Und das sind dann eben Einheiten mit jeweils 5 solchen Ständen. Und der in Augsburg hat eigentlich 31. Und das ist das Einzige, was jetzt hier nicht ganz vorbildgerecht ist. Aber ansonsten ist dieses Betriebswerk des Augsburger Bahnhofs auch mit relativ viel Aufwand liebevoll nachgebildet und hier im Bau. Auch am Ausfahrbereich des Augsburger Bahnhofs gibt es wieder eine Hosenträgerkombination mit insgesamt hier wieder 6 Doppelkreuzungsweichen. Und hier sieht man auch einen großen Bereich mit einer richtigen großen, langen Gleisharfe, damit man hier lange Züge vorbereiten kann fürs Fahrtreffen. Hier sind wieder einige Leute aus weit gekommen, zum Beispiel das Schweinsteam Württemberg ist heute zu Gast, aus Hannover sind einige gekommen. Also es kommen inzwischen Leute von ziemlich weit hier nach München zum Fahrtreffen. Dann haben wir hier einen Bereich, der etwas provisorisch ist, damit es eben hier auch insgesamt ein großes, schönes Oval geben kann mit den mehr als 100 Metern. Diesen Bereich, den ich jetzt zeige, den kennen wir von den normalen Fahrtreffen. Das ist auf der Gegenseite zum Bahnhof normal aufgebaut. Und das ist hier der Abstellbereich, bei dem man dann auch 2x3 Gleise hat, also ein Durchfahrgleis und 2 Abstellgleise. Und dann geht es hier weiter. Das ist der Gastbereich, der mitgebracht worden ist vom Spur 1 Team Denklingen. Die haben hier insgesamt 16 Meter Module mitgebracht, die auch noch im Bau sind, aber schon teilweise relativ schön ausschauen. Hier sind eben auch schon Lichtsignale realisiert und installiert worden. Und hier ist auch eine Beleuchtung schon gebaut worden. Aber ein größerer Teil ist hier, wie man sieht, noch im Bau. Da ist das Gleisbett noch mit dem Styropor und das wird mit Sicherheit dann auch demnächst so wie hier eingeschottert. Und da wird sich auch noch einiges tun. Die haben hier insgesamt eine Länge von 16 Meter. Die Module hier sind 60 cm breit und 90 cm breit, dieser vordere Bereich. Und diese Module, habe ich mir vorher sagen lassen, die werden dann auch demnächst mal auf die Reise gehen, auf irgendwelche Modultreffen. Das ist auch vorgesehen, dass da einiges dann von Denklingen aus nach ganz Deutschland zu sehen sein wird. Dann gibt es hier noch eine Brücke, damit man in den Innenbereich gehen kann. Wer Lust hat, die Anlage von innen aus anzuschauen, das mache ich jetzt auch mal hier ganz kurz. Da hat man dann hier einen schönen Überblick. Hier nochmal sind wir jetzt komplett diesen Rundkurs, die 100 Meter sind wir jetzt rumgegangen. Und jetzt zeige ich mal noch ganz kurz eine kleine Anlage, ein Bergmodul, das ich auch schon in einem separaten Video von mir gezeigt habe. Eine kleine Bergstrecke, die heute wohl nicht in Betrieb ist, aber die auch imposante Abmessungen hat. Und ich zeige es hier bloß nochmal. Und ich blende im Video ein den Link, wo diese Anlage dann auch in Betrieb zu sehen ist. Jetzt sehen wir hier nochmal den Augsburger Bahnhof von innen. Und dann haben wir so ziemlich jetzt mal den ersten Rundgang hinter uns. Und ich zeige dann im Verlauf der nächsten Minuten noch einige Züge, die heute im Laufe des Tages sicher im Einsatz sein werden. Jetzt sehen wir hier eine relativ neue Lok, die MAK 1700 BB von KISS Modellbahnen Schweiz, die einer mitgebracht hat, in der HGK-Version Hafen- und Güterverkehr Köln.
Als nächstes kommt jetzt ein ICE 3 in Spur 1. Habe ich noch nie gesehen in Spur 1. Schaut auch hier noch sehr im Bau aus. Und das lassen wir uns jetzt gleich vom Martin Gewecke erklären, was es damit auf sich hat. Ein ICE 3, wer baut denn? Von wem ist der? Das ist ein Selbstbau, aber das Grundgerüst kommt von der Firma Dickey. Dickey, die mit den Kinderspielsachen. Dickey Kinderspielzeug baute mal Zeug in 1:32. Und es war ein ICE-Mittelwagen, der so lang ist. Ich habe 13 Startpackungen gekauft und habe den Endwagen aus 2 Mittelteilen und einem Endteil gebaut und die Mittelwagen aus 3 Mittelteilen. Also brauchte ich insgesamt 13 Endwagen. Das heißt, das hier ist in der Länge, so mit den Proportionen schon fast so, wie es sein sollte? Oder muss man da noch stark nacharbeiten? Man musste noch stark nacharbeiten. Hier oben, das Dach war abnehmbar, das ist jetzt festgemacht. Das ist mit Autospachtel angespachtelt. Die Fenster waren früher, ein großes Fenster war früher aus 2 kleinen Fenstern. Und das habe ich so aufgeschnitten, das passt auch so ungefähr mit der Aufteilung. Und das ist Kunststoff dann von diesen Kinderspielzeug-Dicky-Zügen? Genau. Die hatten ursprünglich so 3 Zentimeter lange Drehgestelle unter den Fahrzeugen und einen Batteriebetrieb. Und ich habe das halt aktuell noch mit V100 Drehgestellen von Märklin angetrieben, die ich mal preiswert erstanden habe. Und ja. Der Motorantrieb, wie erfolgt der dann in dem Falle? Der Motorantrieb ist diesmal ein Direktantrieb, es ist ohne Getriebe, also eine Motorumdrehung ist eine Radumdrehung. Können wir das mal anschauen? Ja, ich werde es gleich mal fahren lassen. Also vorhin hast du mir gezeigt, dass wir hochheben, dass man unten sehen kann. Ich kann es erstmal von unten zeigen. Da ist noch ein Märklin-Decoder, ein alter drin, so wie ich das sehe. Ein alter Märklin-Decoder ist da erstmal zu Testzwecken drin. Irgendwann wird es auch einer mit Sound sein, aber das ist schon der zweite Decoder, den ich überhitzt habe. Das heißt, irgendwann wird mein Locksound 5 drin sein, wahrscheinlich. Irgendwann wird ein Locksound 5 drin sein. Hier ist ein Motor aus dem Autozubehör. Die Kardanwelle original von Märklin mit einem V100 Kardanlänge und das V100 Drehgestell. Und diese Kardanwelle musste wegen Vierradantrieb einfach verlängert werden mit einem Messingröhrchen. Das Ganze dann mit den ganz normalen Märklin-Klauenkupplungen versehen. Das sind Hübner-Klauenkupplungen. Das waren die einzigen, die passten. Das heißt, der Triebkopf hat jetzt eine Länge von ungefähr 75, 80 cm. Der hat 82 cm, ist sogar demnach maßstabsmäßig. Und der Mittelwagen dann auch so 82 rum. Der ist auch 82, ja, genau. Das heißt, das ist jetzt eine 5-teilige Einheit. Die Stromabnehmer bei den Speisewagen, oder was ist das jetzt hier in dem Falle? Nein, das ist eine ist der Erster-Klasse-Wagen, das andere ist der Zweiter-Klasse-Wagen. Der Speisewagen ist dieser hier, wo ich die Fenster zugespachtelt habe. Ah, ja. Und die Stromabnehmer sind noch nicht in Betrieb, werden sicher dann auch irgendwann mal. Irgendwann sollen die auch mal in Betrieb kommen, aber die sind nur jetzt zu Demo-Zwecken einfach angeschaltet. Das heißt, vielleicht mal irgendwann an einem der nächsten Spur 1 Fahrtreffen oder in Mahn oder sonst wo mal bei einem Modultreffen. Ich baue schon an dem Zug seit 2006, also mit vielen Pausen. In letzter Zeit habe ich dann mal wieder angefangen zu bauen. Aber das Projekt hat zwischendurch 8 Jahre geruht. Das heißt, den Dickey IC gab es dann irgendwo um 2000 rum? Um 2006. Deshalb kann ich mich nicht erinnern an den. Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei Martin Gewecke hier für die Vorführung. Den können wir fahren lassen auch. Ja, wir versuchen das mal zu fahren. ICE 3 in Spur 1 von Martin Gewecke als Umbauprojekt und langsam, aber sicher irgendwann mal dann hoffentlich fertig. Das ist die untere. Das ist der 41001. Ja, wo bist du überhaupt? Ja, da Fazit noch. Jetzt gibt es mal eine etwas andere Form der Übergabe eines Geburtstagsgeschenks. Und zwar an einen der immer fleißigen Fahrtreffhelfer hier im Münchner Osten. An Fritz Göbel
vom Spur 1 Team Denklingen. Mach's auf. Nein. Vielen lieben Dank, Jungs. Viel Spaß, das ist viel Spaß mit der 41. Kennst du noch? Das ist eine und zu wenig. Nein. Jetzt kann der Fritz die Lok aber mal fahren lassen, oder? Dann kann ich die gleich im Video zeigen. Jetzt bin ich echt laut. Auch nicht schlecht. Das ist die E41 von der Firma Benneken. Das Modell, die Lok ist ungefähr 30 Jahre alt, habe ich mir sagen lassen. Die wurde jetzt repariert, überarbeitet, general überholt vom Jürgen Benneken. Und diese Überholung und Reparatur haben hier einige vom Fahrtreffen dem Fritz Göbel zum Geburtstag geschenkt. Und deshalb hat er sich gerade so gefreut. Und das haben wir jetzt hier gerade einfach mal sehen können. Also schön, dass das Modell hier wirklich nach 30 Jahren so ausschaut, wie wenn es eine neue wäre, wie wenn es ganz top aktuell ist. Und sie fährt auch hier richtig toll. Und vielleicht können wir hier im Stand noch mal ein paar Funktionen von der Lok zeigen. Beim Fahrtrichtungswechsel hat sie wahrscheinlich den anderen Stromabnehmer. Dann können wir uns das auch hier nochmal anschauen, wie das mit dem Tablet genau ist. Hier am Fahrtreffen hat jeder, der seine Lok fahren will, kann die Lok mitbegleiten und hat Zugriff auf alle Funktionen und kann die hier auch schalten. Und das macht dann schon mehr Spaß, wenn man dann seine Lok selber wirklich erleben kann. Jetzt schauen wir es noch mal ein bisschen aus der Nähe an. Vielleicht können wir noch mal kurz bremsen. Der Maschinenraum ist ein bisschen angedeutet. Das Dach ist auch einigermaßen detailliert. Natürlich kann man das mit einer Lok der heutigen Zeit in der Messingklasse nicht unbedingt vergleichen. Aber man muss einfach mal sehen, die Lok ist 30 Jahre alt und die Lok steht hier wirklich da und hört sich an wie eine topaktuelle. Als nächstes kommt die Baureihe 193 Vectron von KISS Fine Models zum Einsatz.
Dahinter sind hier einige Containertragwagen von Märklin und auch ein Eigenbauwagen hier, ein sechsachsiger. Heute beim Fahrtreff in München hier nochmal ein sechsachsiger und hier auch nochmal. Richtig schöne lange Züge im Einsatz. – 17:45 Uhr, langsam füllt sich die Halle hier. Es werden mehr Leute. Auch draußen den Biergarten nutzen schon einige Leute. Und hier sind auch schon Grillhändeln in Vorbereitung. Ich habe mir vorher sagen lassen, dass so schätzungsweise heute wohl um die 150 Leute kommen werden. Also es wird im Laufe der Zeit sicher in der nächsten Stunde noch einiges voller werden. Nun kommt ein Airbrush-Meisterwerk zum Einsatz, und zwar eine Baureihe 101 von der Firma Benneken. Die ist schon uralt, die wurde von jemandem geairbrushed, wunderschön. Die Wagen, die hier dahinter sind Pleckingwagen, 82 cm jeder ungefähr, sind 8 Wägen im Einsatz. Dazwischen ein Speisewagen von KISS aus der Schweiz. Das ist vorbildgerecht wohl tatsächlich so mal gefahren, dass in der Schweiz tatsächlich auch oder ein Schweizer Wagen in einem Intercity mit dabei war. Am Ende ist hier noch ein Steuerwagen. Und jetzt gehen wir mal im Schnelldurchlauf nach vorne wieder zum Zug. Müssen wir den Zug. Er rast hier durch die Gegend. Auch hier sieht man, dass diese Benneken-Lok, obwohl sie schon sehr älter ist, durch den Airbrush und einiges wirklich sehr schön modern aussieht. Und sehr schön neu. Kann sich wirklich sehen lassen. Hier ist jetzt der 57 Tonnen Ardelt von KM1 im Einsatz, der hier gerade eine Steiner Köf 2 hebt oder absenkt in dem Falle. Ganz gemächlich. Man braucht ja etwas Geduld bei diesem Dampfkran, weil es doch eine Zeit lang dauert.
Das ist hier noch der Kranschutzwagen, der zum Lieferumfang dazugehört. Und diese Ergänzungswagen wurden selber mit dazugestellt, von dem der den Zug mitgebracht hat, diese Kranwageneinheit. Die nächste Lok, die jetzt im Einsatz ist, ist eine 218 von Märklin, die mal die Firma KISS Modellbahnservice umlackiert hat und in diese auch ein ESO-Lok Sound 3.5 Decoder eingebaut worden. Hier ist jetzt eine KISS AE36 zu sehen. Wunderschönes Modell. Und die Wagen dahinter, das sind jetzt einige Märklin, aber die danach kommen, das sind Eigenbau 3D-Druckwagen. Die gab es als Bausatz. Von einem Thorsten Päth stammen die in 3D-Druckverfahren. Auch diese Schweizer Zuckerwagen. Das sind jetzt wieder Märklin-Wagen. Aber jetzt kommen hier nochmal 3D-Druckwagen. Und wenn ich mir das überlege, in 3D-Druck wirklich wunderschön. Und der Schlusswagen ist ein sogenannter Sputnik. Den hat die Schweizer Firma Ameba mal hergestellt. Den Hersteller, der ist schon lange nicht mehr aktiv. Hier ist jetzt mal ein Epoche 1 Zug zu sehen. Er ist einem thüringischen Zug nachempfunden, aber nicht ganz vorbildgerecht. Das ist jetzt hier als Lok mit Apolda beschriftet, eine Märklin Esslingen. Und die Wagen dahinter sind Wagen vom Spanisch-Brötli-Zug von der Firma Spring, die dann aber umlackiert wurden und ein bisschen nachbearbeitet wurden. Inneneinrichtung ist hier sehr schön. Und vielleicht haben wir das Glück, dass er später dann tatsächlich nochmal im Fahrbetrieb zum Sehen ist. Aber jetzt muss ich mich momentan mal mit dem Standbetrieb begnügen und dann lassen wir uns überraschen, ob es vielleicht klappt. Und falls ja, dann wird das im Video hier gleich im Anschluss mit eingearbeitet. Inzwischen war die Esslingen auf dem Programmiergleis und jetzt kann sie fahren.
Brotzeitpause wieder mal im Münchner Osten. Reinhold Brenner hat schon wieder hier die Händel vorbereitet und die werden schon fleißig ausgeteilt. Und die Schlange ist noch lang. Ich fürchte, ich warte noch eine Zeit lang, bis ich soweit bin. Darum zeige ich das jetzt mal, wie das hier abläuft. Hier hinten ist noch ein bisschen Reserve. Und einigen schmeckt es hier schon. Und ich werde jetzt auch mal in die Schlange gehen und danach dann geht es mit dem Video weiter. Die Brotzeitpause klingt langsam aus. Langsam ist auch wieder Fahrbetrieb auf der Spur 1 Anlage. Hier beim Fahrtreffen im Münchner Osten. Und hier ist ein Schienenzeppelin im Einsatz. Bin gespannt, wann er fährt. Jetzt kommt hier eine 141 von der Firma KISS zum Einsatz. Jetzt kommt die 18314 Schorsch von Märklin zum Einsatz in der Kohleversion.
bin ich hier beim Ernst Deschle aus Münsingen in der Schwäbischen Alb. Der ist Schreinermeister und der hat sich einfallen lassen für sein Spur-1-Hobby, das er seit 10 Jahren hat, mal einen Transportkoffer, mit dem man die Loks relativ einfach dann aufräumen und mitnehmen kann. Das Problem ist ja immer, dass man Loks irgendwie mühsam dann, gerade Schlepptenderloks, teilen muss und dann wieder zusammenstecken muss, die elektrische Verbindung. Und in dem Falle fährt man einfach auf die Vitrine drauf. Oder wie läuft das auf den Transportkoffer? Ja, können wir jetzt ganz einfach mal hochfahren. Das heißt, wir haben hier ein Holzbrett, das einen Übergang hat. Ja, eine Rampe. Und die hat dann eine Kupferbahn mit drin, oder welches Metall ist das? Ja, Kupfer hier. Und dann kann ich in den Transportkoffer reinfahren und stecke dann hier das Gleis wahrscheinlich ab. Das ist Fixierholz. Das heißt, ich habe hier ein Fixierholz, um dann Puffer an Puffer sauber dann die Lok zu fixieren. Ja, wir haben hier alle 16 mm eine Bohrung und hier diese Bolzen sind aus der Mitte angebracht. Somit kann ich die letzten Millimeter noch rausholen, um das Ganze festzumachen. Das heißt, je nachdem wie ich drehe, so rum oder so rum, bin Genau. ich dann um 3-4 mm weiter innen oder weiter außen. Ja. Wenn ich jetzt so, jetzt habe ich noch relativ viel Luft. Jetzt kann ich sogar in die nächste Bohrung, hat immer noch viel Luft. Jetzt drehe ich das Ganze so rüber. Jetzt habe ich dann hier, so. So, jetzt habe ich nicht mehr viel Luft. Das heißt, die Lok ist jetzt vorne und hinten eingespannt Richtig? und kann dann, wenn ich jetzt kürzere Loks habe, da haben sie noch ein Brett zusätzlich sich einfallen lassen, mit dem man 2 kurze Loks reinpacken kann. Richtig, ja. Dazu verwenden wir dann zwischendrin bei der Schraubkupplung, ist diese Teilung möglich, um Platz zu gewinnen, nehmen wir dann dieses schmale Fixierholz. Diesen Transportkoffer gibt es in 2 Längen. Ja, Der eine ist dann für Innenlänge von ungefähr 774 mm. Das ist der kleine Koffer und der große Koffer hat innen im Licht 898, also 898 mm. Das heißt, man kriegt eine richtig große, schwere Schlepptenderlok Richtig. dann auch mit rein. Also bei dem kleinen Koffer, da geht die 50er rein, auch der Adult rein. Geht also gut. Gut, und wenn ich jetzt aufräumen will, das machen wir jetzt hier komplett. Ja. Wo kommt denn das Brett hin? Das wird hier einfach dann abgesteckt oder abgenommen? Jetzt nehmen wir den Auffahrtskeil, nehmen ihn ab, Das ist einfach nur angeschoben, angesteckt. einfach nur aufgestellt, hat unten auch Stromverbindung, also Kupfer. Das stellen wir hier in den Lokkoffer rein, nehmen ein kleines Hartschaumstück. Das ist eine schon Lok- fixiert. Der Rest ist für Listen, für die Funktionsbelegungen oder sonstige Papiere Welches Material ist der Koffer? aus Birke Multiplex, 12 mm, ist zweimal lackiert mit Möbellack. Also das ist ein Lack, ein harter Lack aus 2 Komponenten. Der gast also nachher nicht aus wie ein Nitrolack, Und weshalb packen Sie die Lok jetzt ein? damit ich hier keine Scheuerstellen bekomme vom Schaumstoff. So, Das ist dann, glaube ich, bei gealterten, patinierten Loks besonders wichtig. besonders wichtig, ja. Und dann machen wir den Schaumstoff mit dem Seitendeckel, kann man jetzt dann Jetzt- anstellen. Wenn wir jetzt hier bei 156 mm Gleisabstand hier einen Zug stehen hätten oder hier, kann ich trotzdem in der Mitte einpacken. Ich fahre mit meiner Seite nur von oben drunter. Ich brauche 1-2 cm hier. Dann setze ich die zweite Seite auf. So. Das mache ich in der Länge ungefähr bündig. Na. So, auf der anderen Seite auch. Ja, da auch so. Und
Schraube weg. Und schon kann ich sie wegtragen. So kann ich sie wegtragen. Ich habe die Lokomotive überhaupt nicht berührt. Und auch die Kinematik ist hier kein Problem. Sie bleibt zusammen. Und der Koffer, wie viel wiegt der? Ungefähr 3 Kilo rum? 3,5? Nein, schon 5, 6 Kilo. 6 Kilo. Das heißt mit der Lok dann etwa 12, 13, 14 Ja, Kilo, 10, 12. je nachdem wie schwer die Lok Genau. ist. Aber es ist einfach eine einfache Verpackung, was doch ganz sehr wichtig ist. Ich habe hier außen nirgends vorstehende Beschläge. Und diese Beschläge hier sind zurückgesetzt. Ich habe also eine ziemlich gute Möglichkeit, diese ganze Sache zu stapeln. Gut, dann bedanke ich mich beim Ernst Deschle aus Münsingen für die Erklärungen für diesen Transportkoffer mit Auffahrrampe und mit Gleis für die Stromführung, mit dem man ganz einfach Spur 1 Loks dann mitnehmen kann auf so ein Fahrtreffen wie hier in München, im Münchner Osten. Schön. Also, ciao. Als nächstes kommt eine SNCF CC 72000 zum Einsatz, die die Firma Lematec gebaut hat. Die Wagen dahinter sind teilweise auch von Lematec und teilweise von Dingler, habe ich mir sagen lassen. Und vielleicht auch noch ein paar andere dabei. Die schauen wir uns jetzt auch mal der Reihe nach an.
Jetzt sehen wir eine Class 66 von Aristo, die mit einem Isolog Sound 5 Decoder ausgestattet wurde in einer Version der HGK, Häfen- und Güterverkehr AG. Und die wird jetzt gleich mit einigen Geräuschen zu hören sein. Die Class 66 wird aber nur eine kleine Probefahrt machen, weil die noch ein bisschen kleinere technische Probleme hat. Als nächstes kommt eine 44.5 von KISS zum Einsatz. Und am Gegengleis kommt gerade eine E91 in der Epoche 2 Ausführung, die gealtert wurde, und etliche Wagen, die hier auch toll gealtert wurden von Hand. Die schauen wir uns jetzt erst an noch, bevor dann wahrscheinlich gleich die E44 144 losfährt. Aber jeder Wagen hier toll gealtert, wirklich schön. Ein Sanitätswagen. Und jetzt kommt die 144 zum Einsatz. Es ist jetzt kurz vor 23 Uhr und ich verabschiede mich jetzt mit einer Benneken Baureihe 103 mit 12 Märklin Schnellzugwagen. Ein riesenlanger Zug. Und mir hat Spaß gemacht, hier wieder beim großen Fahrtreffen mit dieser ganz großen Anlage mit dem Augsburger Bahnhof mit dabei sein zu können. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht, Ihnen auch beim Zuschauen. Und ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.